Hallo allerseits und damit herzlich willkommen zu diesem neuen Videoformat. Heute möchte ich einmal mit euch zusammen genauer schauen, was Makita alles für das Jahr 2020 an Werkzeugen und Akkus geplant hat. Richtig aufmerksam geworden bin ich erst durch einen Zuschauer, deswegen noch einmal vielen Dank für die Anregung. Für diejenigen, die die Neuheiten noch nicht gesehen haben, kann ich sagen, wird es wirklich interessant, also los geht's nach dem Intro. Auch im Jahr 2020 bringt Makita wieder neue Akkuwerkzeuge bzw. auch anders gesagt eine komplett neue Serie auf den Markt. Ich habe hier einmal die deutsche sowie die englische Makita-Seite aufgerufen. Ich werde noch einmal beide unten in der Videobeschreibung zum Nachlesen verlinken. Wie gesagt, bringt Makita jedes Jahr neue Akkugeräte auf den Markt, jedoch ist dieses Jahr dies nicht genug und wir bekommen eine komplett neue Akkuserie. Jeder kennt sie und zwar die LXT-Serie, also unsere normalen 18 Volt Geräte. Ich habe bereits auf diesem Kanal etliche Geräte vorgestellt, einfach mal nachschauen. Neben der LXT-Serie gibt es nun auch die XGT. Was das ist, schauen wir uns nun einmal genauer an. Wie man sehen kann, steht die XGT-Serie nun für Akkugeräte mit 40 Volt Akkus. Laut der Darstellung wird Makita vorerst 10 Akkugeräte dieser Sparte auf den Markt bringen, und zwar eine Reziprosäge, eine Akku-Handkreissäge, 2 Bohrhämmer, 2 Schlagschrauber, 2 Winkelschleifer und 2 Akkuschrauber. Hier unten sehen wir dann die beiden Akkus bzw. das Ladegerät, auf welches wir aber gleich noch genauer eingehen werden. Doch wieso brauchen wir eigentlich noch eine weitere Akkuklasse neben den bereits existierenden, also 10,8, 12, 14,4 und 18 Volt und dann noch unsere 40 Volt Klasse? Naja, weil die Geräte einfach wesentlich leistungsstärker sind. Genau das hat auch Makita erkannt, und zwar erfreuen sich die 36 Volt Geräte immer größerer Beliebtheit, weil sie einfach wesentlich leistungsstärker und besser einsetzbar sind. Das Problem, ich brauche jedoch immer zwei Akkus, was nicht wirklich praktisch ist. Aus diesem Grund wurden sozusagen zwei 18 Volt Akkus zusammen fusioniert und wir haben unseren 40 Volt Akku. Dieser ist nun wesentlich leistungsstärker, da wir weder 18 noch 20, sondern 40 Volt an Spannung haben. Wie auch die 18 Volt Akkus wird die XGT-Serie mit Sicherheit über eine Schutzschaltung verfügen, damit diese sich nicht aus Versehen durch Tiefentladen selbst zerstören oder in anderer Weise beschädigt werden können. Genauso wichtig ist auch der Schutz von außen. Hier hat Makita scheinbar einen Gummidämpfer in den Akku integriert, sodass die Akkus nicht geschädigt werden können, beziehungsweise auch einen Spritzwasserschutz bzw. gegen Staub. Doch wie genau soll die neue Akkureihe eigentlich funktionieren? Schließlich ist es unlogisch, dass man die neuen Akkus bzw. die alten Akkus mit den Geräten tauschen kann. Sprich, die 40 Volt Akkus passen weder an die 18 Volt Geräte noch die 18 Volt Akkus an die 40 Volt Geräte. Deswegen muss hier auch ein neues Ladegerät her. Dieses wird dann wahrscheinlich ungefähr so aussehen. Wir haben hier rechts die Anzeigen anhand unserer LEDs, scheinbar hier ein Schalter oder ähnliches. Hier vorne dann unseren Schacht für die Akkus und des Weiteren noch diesen Adapter hier. Denn an dem neuen Ladegerät können sowohl die 40 Volt Akkus als auch die 18 Volt Akkus geladen werden. Die 40 Volt Akkus werden dabei direkt an dem Ladegerät angebracht, und wenn man 18 Volt Akkus mit dem neuen Ladegerät laden möchte, muss vorher dieser Charging Adapter, also dieser Ladeadapter, zwischen dem Ladegerät und dem Akku angebracht werden. Dies ist vielleicht etwas umständlich, da somit der Adapter ständig entfernt bzw. angebracht werden muss, um 18 Volt Akkus zu laden. Jedoch ist der Vorteil, dass das neue Ladegerät beide Akkus laden kann. Zu den Werkzeugen selbst wurde auf der deutschen Webseite ja nicht allzu viel geäußert, deswegen wechseln wir nun einmal auf die englische und schauen uns einmal die Specs der einzelnen Werkzeuge etwas genauer an. Zum einen sehen wir hier den neuen bürstenlosen Akkuschrauber mit Hammerfunktion, insgesamt 150 Newtonmeter, was schon mal eine ordentliche Hausnummer ist. Und auf der anderen Seite sieht man, dass der Formfaktor der Geräte trotz der größeren Leistung trotzdem noch reduziert wurde. Dementsprechend dürfte eventuell auch das Gewicht der Geräte etwas abgenommen haben. Darunter der neue Schlagschrauber ebenfalls mit 40 Volt Akku. Hier unten gibt es ebenfalls scheinbar eine neue Bedientafel oder ein neues Bedienfeld. Ansonsten sieht der Schlagschrauber im Großen und Ganzen identisch aus zu der Vorgängerversion.
Jedoch ist er mit 2030 Newtonmeter maximalem Drehmoment angegeben, was schon ziemlich brutal ist, wenn man das mit der Vorgängerversion vergleicht. Dieser hatte, wie gesagt, maximal 1000 Newtonmeter und die neue Version schafft sozusagen das Doppelte. Dann die etwas kleinere Version mit 220 Newtonmetern, 40 Volt Akku, Gürtelclip und dem Bedienfeld. Ansonsten auch hier ziemlich identisch. Dann die neue Rezi-Pro-Säge mit bis zu 3000 Hüben in der Minute und eine Leistungssteigerung von 70%, also im Vergleich zu dem 18 Volt Modell ist diese mit 40 Volt um 70% schneller oder wird mit 70% schneller angepriesen. Ob das in der Praxis wirklich stimmt, ist fragwürdig oder einmal einen Test wert. Außerdem sehen wir hier die großflächige Gummierung wie bei Makita typisch, ebenfalls hier am Handgriff und scheinbar hier eine Einrichtung, die die Vibration von dem Akku fernhalten soll. Ebenfalls sehr interessant dürfte auch die neue Akku-Handkreissäge sein. Wir haben nun eine Schnitttiefe von 66 mm, was schon ziemlich anständig ist, genauso wie der Formfaktor. Dieser sieht relativ identisch aus. Hier der Haken zum Aufhängen bzw. der Handgriff und sogar eine Absaugvorrichtung auf der Rückseite. Des Weiteren gibt es zwei neue Winkelschleifer mit bis zu 6000 Umdrehungen und einer Leistungssteigerung von bis zu 40% im Vergleich zu der DGA 504. Beide sind 125 mm Winkelschleifer, einmal mit Aktivierungsschalter auf der Oberseite für den Daumen bzw. die andere Version mit diesem Pedalschalter für die untere Handfläche. Zuletzt dann hier zwei neue Bohrhammer der 40 Volt Klasse, ebenfalls sehr massiv gebaut und mit einer Leistungssteigerung von bis zu 30%. Wenn wir uns die Geräte auch einmal hier näher anschauen, sieht man einen Vibrationsschutz am hinteren Handgriff sowie ein Einstellrädchen zum Geschwindigkeitsjustieren bzw. hier vorne die Einstellvariante zum Hammern oder Bohren sowie eine Absaugeinrichtung für den Bohrhammer. Ob die alte Absaugrichtung an diesen Bohrhammer entsprechend noch ranpasst, ist natürlich fragwürdig. Darunter werden noch einmal die einzelnen Pakete für die 40 Volt Klasse angepriesen. Hier auch noch einmal mit zwei 4 Ampere-Stunden Akkus sowie neue Geräte der 18 Volt Klasse, jedoch nicht wahrscheinlich für den deutschen Markt. Wie gesagt, es handelt sich hier nicht um die deutsche Makita-Seite, sondern um eine englische, weswegen die Geräte eventuell, wenn sie in Deutschland auf den Markt kommen, etwas variieren könnten. Jedoch vermute ich, dass sie im Grunde genauso übernommen werden, lediglich mit anderen Bezeichnungen. Was ebenfalls jedoch nicht zu vergessen ist, ist mit Sicherheit der Preis der einzelnen Geräte sowie der Akkus. Für einen 18 Volt Akku bezahlt man ja schon in der Regel zwischen 50 und 60 Euro. Schließlich darf man sich dann vorstellen, was so ein 40 Volt 4 Ampere-Stunden Akku kosten mag. Ich habe hier einmal einen ursprünglichen 36 Volt Akku von Makita rausgesucht. Ich weiß nicht, ob diese überhaupt noch verwendet werden, jedoch war der Preis schon damals entsprechend ziemlich hoch. Genauso vermute ich dies auch bei den neuen Werkzeugen bzw. den Akkus. Diese werden wahrscheinlich nicht allzu günstig sein. Im Endeffekt könnte man denken, dass Makita mit der 40 Volt Serie die bereits bestehende 18 Volt Serie verdrängen möchte, jedoch ist das, soweit ich es verstanden habe, nicht der Fall. Die 40 Volt Serie soll sozusagen als Ersatz für die 36 Volt Geräte dienen, welche noch einmal praktischer ist, anstatt dass man wirklich immer zwei Akkus verwenden muss, kann man hier auf einen Akku praktischerweise zurückgreifen. Ein genaues Datum für die Veröffentlichung der neuen Generation hat Makita nicht offenbart, jedoch vermute ich einmal, dass es zum Winter 2020 hin die neue Generation zu kaufen geben wird. Damit wäre an sich eigentlich alles gesagt. Falls dir das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich freuen, wenn du diesem einen Daumen nach oben gibst und den Kanal kostenlos abonnierst, um keine Videos mehr zu verpassen. Beide Webseiten werde ich noch einmal unten in der Videobeschreibung zum Nachlesen verlinken. Ansonsten wünsche ich ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Tschüss.